Hallo. Hallo, ich bin Timo von Paulimod und heute geht es um die PM190V. Die PM190V ist ein richtiger Dauerbrenner bei uns im Sortiment und warum das so ist und ob die für euch geeignet ist, werde ich jetzt anhand von dem Video mit euch erörtern. Wir haben dazu einfach irgendeine Maschine bei uns aus dem Regal genommen, die wo schon fertig montiert ist und haben die hier auf den Tisch gestellt. So wie es hier steht, kommt es bei euch an, sobald ihr den Deckel wegmacht. Und jetzt gehen wir auf die Details ein. Seid gespannt. Die PM190V, wie wir sie hier aufgebaut haben, hat einen moderaten Einstiegspreis momentan von unter 1300 €. Und das Zubehör ist wie bei allen Maschinen natürlich frei wählbar. Wenn man im Shop unter dem roten Reiter Zubehör draufklickt, sieht man gleich alles, was damit kompatibel ist. Die Maschine ist von den Tischdrehbänken eigentlich die stärkste, die wir haben. 65 Kilo schwer, das heißt stabil genug, dass man auch Stahl damit bearbeiten kann, aber trotzdem noch kompakt genug und auch leicht genug, dass man sie zur Not zu zweit tragen kann bzw. auch verstauen kann. Die Abmaße selber sind 820 mm auf 490 mm auf 490 mm. Wie ihr seht, die Maschine ist eigentlich relativ einfach zum Bedienen, auch in beengten Hobbyräumen gar kein Problem. Das Einzige, auf was zu achten ist, dass auf der linken Seite etwas Platz zur Verfügung stehen muss für die Wechselräderwechsel oder um die Riemen zu wechseln. Darauf gehe ich noch ein. Was ich jetzt hervorheben will, ist eigentlich die einfache Bedienung. Wir haben hier ganz oben den obligatorischen Notausschalter. Wir haben einen Ausschalter. Wir haben hier die Drehrichtungswechselschalter. Wir haben hier die Drehzahl, den Potentiometer, der die Drehzahl regelt. Und hier natürlich den Hauptschalter. Eine Besonderheit von der PM190V, warum ich sie ganz gerne empfehle, ist, sie ist A, ein echtes Kraftpaket. Man kann damit natürlich auch Gewinde schneiden oder auch abstechen, ohne größere Probleme, also da, wo wirklich sehr, sehr hohe Schnittkräfte walten. Und man kann im optimalen Bereich arbeiten. Der normale Bereich ist zwischen 600 und 2500 Umdrehungen. Falls man aber Gewinde schneiden will oder reiben will, dann muss man natürlich mit der Drehzahl runtergehen. Dafür eignet sich hier die erste Geschwindigkeitsstufe 50 bis 200 Umdrehungen. Da hat man dann quasi genug Zeit, wenn man jetzt ein Gewinde dreht in mehreren Schritten, dass man rechtzeitig ausschalten kann. Ihr wisst selber, wie es ist. Zeit ist da wirklich alles und führt auch noch zu einem guten Ergebnis. Da muss man allerdings die Riemen umwechseln, was aber im Prinzip kein Problem ist. Das ist mit einer Schraube ist das gelöst. Und dazu würde ich euch gerne mitnehmen, dass wir hier mal an der Seite reinschauen. So, indem wir hier die beiden Rändelmuttern aufschrauben, können wir hier die Wechselradabdeckung entnehmen und wir sehen als erstes hier hinten der Sicherheitsschalter. Das heißt, wenn dieser Sicherheitsschalter, wenn der Stift draußen ist, kann die Maschine nicht mehr anspringen. Das ist unmöglich. Hier ist es so, dass hier die 3 Riemenscheiben sind. Gewechselt wird der Riemen, indem wir hier mit der Schraube die Welle mit der Riemenscheibe reinschrauben, dadurch lockern sich die Riemen und entsprechend kann man sie umstellen. Das heißt von ganz niedrigen Drehzahlen 50 bis 200 bis, so wie sie jetzt eingestellt ist, 600 bis 2500 Umdrehungen. Hier sieht man die Wechselräder, mit denen man die Steigungen einstellen kann zum Gewindeschneiden. Wie ihr seht, auch alle aus Metall. Beim Zusammenbau natürlich wieder darauf achten, dass der Stecker im Sicherheitsschalter ist. Erst dann lässt sich's anschrauben. Ihr seht, das ist schnell gemacht, gar kein Problem. Wie ihr gerade gesehen habt, sind die Wechselräder aus Stahl und hier anhand von der Wechselradtabelle seht ihr, welche Konstellation ihr haben müsst, um entsprechende Gewinde zu schneiden. Ihr habt jetzt die Wahl zwischen metrischen Gewinden, zwischen zöllischen Gewinden oder auch Vorschübe einzustellen. Das heißt, dass ihr quasi einen Längsvorschub einschalten könnt, um zu schrubben oder sonstiges. Vorschub heißt quasi, dass die Übersetzung pro Umdrehung geringer ist, wie beim kleinsten Gewinde, also nochmal weiter nach unten übersetzt wurde. Die Maschine, mit der könnt ihr mühelos natürlich buntmetallige Kunststoffe oder auch Stahl bearbeiten. Mit den 750 Watt ist sie wirklich kraftvoll genug für sämtliche Arbeiten im Modellbau oder auch für Sachen im Haus, Hof, Garten, Motorrad oder Fahrrad, je nachdem, wie groß das Teil natürlich ist. Das wird uns zum nächsten Punkt kommen, zu dem Motor selber. Der hat kraftvolle 750 Watt, ist aus deutscher Fertigung und
Hier ist noch ein Österreich-Frequenzumrichter verbaut, der auf den Motor abgestimmt ist. Und die werden hier bei uns im Haus verbaut. Danach wird die Maschine getestet, wird gereinigt, wird nötigenfalls eingestellt und erst, wenn alles stimmt, wird die Maschine zum Verkauf freigegeben. Zudem ist es so, dass beim Hersteller die Maschine schon auf Geometrie vermessen wird. Das ist der sogenannte Test Record. Der wird jeder Maschine beigefügt und darauf steht quasi der Soll- und Ist-Wert und die Unterschrift vom Kontrolleur. Ihr könnt euch sicher sein, dass die Maschine wirklich in einem optimalen Zustand zu euch kommt, was uns natürlich richtig stolz macht. Wo wir auch sehr, sehr stolz drauf sind, außer auf unser Produkt, ist natürlich auch auf unsere Bedienungsanleitung. Das Buch der Wunder und Unfassbarkeiten. Da ist wirklich alles in einem einwandfreien Deutsch beschrieben. Alle Möglichkeiten, die ihr an der Maschine habt, sind hier fein säuberlich aufgelistet, mit Fotos, mit allem drum und dran. Ich empfehle euch wirklich, für jede Inbetriebnahme, egal welches Maschine es ist, erstmal die Bedienungsanleitung aufmerksam durchlesen, weil da erst erkennt ihr den tatsächlichen Wert eurer Maschine und auch die Möglichkeiten, die ihr damit habt. Weil es ist immer wichtig zu wissen, wohin geht der Weg und welche Möglichkeiten habe ich, um das zu erreichen. Und da ist hier die Bedienungsanleitung wirklich der Leitfaden. Sogar im hinteren Teil der Bedienungsanleitung noch Explosionszeichnungen mit Teilenummern. Also wirklich, wir haben uns da richtig Mühe gegeben. Ja. So, ich habe mir jetzt wieder die Kamera umgestellt, um im Point of View zu zeigen, was mit der Maschine mitgeliefert wird. Hier ist die Box und in dieser Box sind sämtliche Zubehörsachen, die wir jetzt einzeln ausbreiten und zeigen werden. So, jetzt mache ich einfach mal die Kiste auf und dann schauen wir, was die sind. Hier als erstes fällt uns ins Auge die Satzwechselbacken zum Außenspannen. Die legen wir mal dahin. Als nächstes sind hier die Wechselräder, um die verschiedenen Gewindesteigungen einzustellen. Ihr seht, da steht ganz groß die Anzahl der Zähne. 50, 52, 66, hier 33, dort sind es 30 und 3 weitere mit jeweils 60 Zähnen, 40 Zähnen und 35 Zähnen. Hier haben wir noch 2 feste Körnerspitzen. Die festen Körnerspitzen einmal MK2 und einmal MK3 für einen Spindelkonus, für einen Reitstockkonus. Die festen Körnerspitzen werden dazu benutzt, um den Reitstock zur Spindel hin auszumitteln, dass man quasi eine saubere Drehachse hat. Das ist ganz wichtig, wenn man vom Kegeldrehen zum Beispiel zurückstellt. Dann haben wir hier natürlich den Backenfutterschlüssel und hier den Schlüssel, den Vierkantschlüssel für den Original Vierfach-Stahlhalter. Dann haben wir hier noch das Ölkännchen. Hier mit der Schutzhaube vorne drauf, dass das Öl nicht unkontrolliert rausfließt. Schrauben wir hier zusammen und stellen es hier auch hin. Und dann haben wir hier noch das obligatorische Bordwerkzeug. Hier Doppelgabelschlüssel, hier ein Hakenschlüssel, hier wieder ein Doppelgabelschlüssel, hier 2 Schraubendreher, einmal Schlitz, einmal Kreuz und dann hier ein Satz in einen Sechskantschlüssel. So, ihr seht ein reichhaltiges Zubehör. Was uns natürlich noch fehlt, sind Sachen, um zu zerspanen. Dazu sage ich immer, wie immer, dazu braucht man die heilige Dreifaltigkeit aus unserem reichhaltigen Zubehör. Eine mitlaufende Körnerspitze, ein Bohrfutter und ein Satz Drehmeißel, idealerweise mit Wendeschneidplatten. Das ist dann quasi die Grundausstattung, mit der ihr 80% bearbeiten könnt. Hier, wenn ihr die Maschine kauft, ist das hier, wie ihr es hier seht, euer Lieferumfang. Das war die Vorstellung von der PM190V, der vollwertigsten Drehbank in unserer Einsteigerklasse in unter 100 Kilo, geeignet für Anfänger, für Wiedereinsteiger oder auch für Fortgeschrittene. Nicht zu vergessen, bitte Kanal abonnieren, wenn es euch gefallen hat.
Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Kommentare, Anregungen, Wünsche, ihr könnt sie bitte unten gerne in die Kommentare reinschreiben. Wir freuen uns immer, mit euch da auch in Kontakt zu treten. Falls noch irgendwelche Fragen sind, ihr noch was genauer wissen wollt, ihr könnt uns auch gerne anrufen oder uns eine E-Mail schreiben. Wir sind auf jeden Fall für euch da und wir freuen uns, mit euch zusammenzuarbeiten. In dem Sinne, macht's gut und tschüss.